Wir feiern das Raphael-Jahr, das den 500. Todestag dieses Ausnahmekünstlers markiert, mit einer großen Ausstellung Raphael, Macht der Bilder, die Tapisserien und ihre Wirkung, die wir hier im Winkelmann-Forum der Gemäldegalerie Alte Meister zeigen. Es ist ein großer, umfassender Blick auf diese berühmte Serie von Tapisserien, die Dresden besitzt. Der Hintergrund ist, dass Raphael von Leo X. beauftragt wurde, für die Sixtinische Kapelle in Rom eine Ausstattung von Tapisserien zu entwerfen, also die Kartons, die Vorlagen zu malen. Und Raphael liefert 10 großformatige Kartons in Farbe, die wirklich die Größe, die Originalgröße der gewebten Bildteppiche haben. Die wurden zerschnitten in Streifen und nach Brüssel geschickt, in die Werkstatt des Pieter van Aalst. Und dort wurde von 1515 bis 1519 diese Serie gewoben. Die Kartons, die schon damals legendär waren, die auch eine ganze Reihe von Künstlern in Brüssel sehen konnten, also von Zeitgenossen, sind einige Jahrzehnte dort verblieben. Dann wissen wir ungefähr ein Jahrhundert lang nicht, wo sie waren. Jedenfalls tauchen sie 1623 in Genua auf. Und Charles I., also König von England, damals noch Prinz von Wales, kaufte sie dann an für seine Tapisseriemanufaktur in Mortlake. Und dort wurden sie dann als Vorlagen für weitere Sets, also für Nachwebung, verwendet. Und dort ist eben auch die Dresdner Serie entstanden. Über verschiedene Zwischenbesitzer sind sie zu dem Grafen Flemming gekommen, der Feldmarschall und Premierminister von August dem Starken, der sie in Paris 1723 erworben hat. 3 Jahre später hat er sie dann dem polnischen König und sächsischen Kurfürsten August dem Starken angeboten und der hat sie dann 1728 für Dresden erworben. Dresden besitzt 6 dieses Apostelzyklus, der 6. aber eine der Darstellungen ist etwas verkürzt. Und um diese 6. zur Gänze zeigen zu können und auch um eine Webung nach dem 7. Karton von Raphael, die Dresden nicht besitzt, zeigen zu können, haben wir 2 große Tapisserien, auch aus Mortlake, auch mit ähnlichen Bordüren, uns in Paris im Mobilier National ausgeborgt. Was verblüfft, ist der gute Erhaltungszustand. Also teilweise ist es eine leuchtende Farbigkeit, die man so gar nicht erwarten würde. Man ist auch immer wieder fasziniert, wie detailliert man eben kleinste Teile wiedergeben kann. Und die Thematik ist die Geschichte der beiden Apostelfürsten, also von Petrus und Paulus. Und Dresden besitzt 3 Tapisserien, die sich mit Petrus und 3, die sich mit Paulus beschäftigen. Wir haben uns in der Ausstellung dazu entschieden, die Rezeptionsgeschichte, die ja wirklich über die Jahrhunderte stattfindet, anhand der jeweiligen Themen aufzufächern. Wahrscheinlich das meist zitierte oder rezipierte ist der wunderbare Fischzug. Dann haben wir die Berufung Petri, auch ein sehr prominentes Werk. Von beiden zeigen wir auch Faksimiles der ursprünglichen Kartons. Die Rezeptionsgeschichte bzw. die Verbreitung, muss man eigentlich sagen, hat schon sehr früh angefangen. Und zwar gab es erste Kupferstiche, die die Komposition Raphaels verbreiteten, bevor überhaupt die Tapisserien fertiggestellt waren. Es gibt Rezeptionsbeispiele, da sieht man wirklich ganz eindeutig Raphaels Komposition, den Bildaufbau. Es gibt aber auch Beispiele, da sind einzelne Figurengruppen aus Raphaels Komposition genommen wurden und dienen dann als Vorbild für Künstler. Und diese setzen dann teilweise die Gruppen in andere Kompositionen. Und so hat man dann immer wieder Beispiele, wo die Besucher natürlich auch länger hinschauen können und dann eben ja, einzelne Motive finden.